Hallo meine Lieben, heute baue ich den Tank aus. Warum? Das seht ihr gleich im Video. Viel Spaß! Als erstes will ich mich bei allen Zuschauern für das tolle Feedback zum TH Technics Fahrwerk bedanken. Ihr habt mir die Entscheidung ziemlich leicht gemacht. Ich werde das Serienfahrwerk einbauen, denn ein knochenhartes Sportfahrwerk mag ich persönlich nicht so gerne. Aber so ist das Leben. Was der eine mag, mag der andere wieder nicht. Und so soll es auch sein. Das macht ja unsere tolle Gesellschaft auch aus. Jetzt zeige ich euch, warum ich den Tank ausbauen muss. Schaut mal hier. Die Bremsleitung ist mir schon zu sehr verrostet. Die muss ich auf jeden Fall neu machen. Auf der anderen Seite sieht es auch nicht viel besser aus. Da die Bremsleitungen unterm Tank verlaufen, muss der raus. Für mich sind die Bremsen das Allerwichtigste am Fahrzeug. Denn was nützt dir die geilste Karre, wenn die nicht vernünftig bremst? Und das Schlimme dabei ist ja, dass man nicht nur sein Leben gefährdet, sondern auch das Leben anderer. Und das geht gar nicht. Aber das nur so nebenbei. Jetzt geht's los mit dem Tankausbau. Wenn euer Auto noch komplett ist, müsst ihr erstmal die Sitzbank ausbauen. Das geht ziemlich einfach. Man zieht die hier vorne nach oben und zieht die nach vorne raus. Dann sieht man zwei Abdeckungen. Die sind jeweils mit 4 Kreuzschlitzschrauben fest. Die schraubt man ab. Nun sieht man, dass sich ziemlich viel Dreck angesammelt hat. Das mache ich erstmal sauber. Als nächstes zieht man auf der rechten Seite die Stecker ab. Die sind für die Kraftstoffpumpe und den Füllstandsgeber. Bei mir sind die schon raus, da ich ja den Kabelbaum rausgenommen habe. Und auf der linken Seite muss auch der Stecker raus. Das ist der Füllstandsgeber für diese Seite. Nächster Schritt, die Bautenzüge von der Handbremse ausbauen. Dafür macht man die Abdeckmanschette nach vorne. Jetzt löst man auf beiden Seiten die Kontermutter. Die Kontermutter ist Schlüsselweite 9 und die Einstellmutter hat Schlüsselweite 12. Nun schraubt man alle 4 Muttern ab. Der Wagen ist jetzt oben und ich mache von unten weiter. Als nächstes baut man den Auspuff und das Hitzeschutzblech ab. Wie das geht, verlinke ich euch hier oben in die Infokarte. Bei mir habe ich schon alles ausgebaut, wo ich das Getriebe ausgebaut habe. Dann muss man noch die Kardanwelle ausbauen. Die habe ich auch schon damals ausgebaut. Und wie das geht, seht ihr in diesem Video. Wenn man alles ausgebaut hat, kommt man jetzt gut an die Bautenzüge von der Handbremse ran. Die klipst man hier und hier raus. Und zieht die durch die Haltebügel hier raus. Als nächstes
klemmt man die Kraftstoffvorlaufleitung und die Rücklaufleitung ab. Einfach die Schlauchschellen lösen und abziehen. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, da kann immer noch ein Schluck Sprit mit rauskommen. Also am besten eine Taucherbrille aufsetzen. Die Leitung können wir auch gleich mit abmachen. Ich glaube, die geht zum Aktivkohlefilter. Die drückt man einfach zusammen und dann mit viel Kraft rausruppen. Beim Tankeinfüllschlauch löst man die Schlauchschelle. Den Schlauch bekommt man jetzt zu schwer raus. Den mache ich erst ab, wenn ich den Tank ablasse. Da geht es wesentlich einfacher. Nächster Schritt, die beiden Kunststoffabdeckungen hier ab. Die sind jeweils mit einer Schraube 8er Schlüsselweite und einer Kunststoffmutter 10er Schlüsselweite befestigt. Schaut mal hier, da ist der Stehbolzen abgerissen. Aber das ist nicht so schlimm, da ich die Verkleidungen später sowieso nicht mehr ranmachen werde. Ich sehe in den Dingern auch gar keinen Sinn. Außer, dass sich da Dreck und Mist drunter sammelt und anfängt zu rosten. So, bevor man jetzt die Tankbefestigungen abschraubt und den Tank ablässt, sollte der Tank nach Möglichkeit so gut wie leer sein. Hier gibt es keine Ablassschraube. Der Sprit muss von oben abgesaugt werden. Man kann es auch mit vollen Tank machen, aber dann wiegt das Teil 50 bis 60 Kilo und das macht den Ausbau nicht gerade leichter. Ich schraube als erstes das Tankband raus. Dann habe ich mir ein Brett zurechtgesägt, was hier drunter passt. Das hebe ich mit dem Getriebeheber hoch und der Tank wird in Position gehalten. Danach kann ich ganz in Ruhe die anderen beiden Tankbänder abnehmen und den Tank langsam ablassen. Die 3 Schrauben haben Schlüsselweite 13. Wenn ihr den Tank ein bisschen abgelassen habt, nicht vergessen, den Tankeinfüllschlauch abzuziehen.
Den Tank nicht zu weit ablassen, da noch ein paar Schläuche abgemacht werden müssen. Das wäre hier die Tankentlüftungsleitung, die muss ab und ausgeklipst werden. Dann die Leitung, die zum Aktivkohlefilter geht, nur ausklipsen. Dann den Einfüllentlüftungsschlauch abmachen und den Tankentlüftungsschlauch auch. Am besten macht man das zu zweit. Der eine hält den Tank fest und der andere macht die Schläuche alle ab. Und das machen wir jetzt schnell. Danach sehen wir uns gleich wieder. Wenn die Schläuche alle ab sind, kann man den Tank rausnehmen. Bei uns hat es jetzt eine gefühlte halbe Stunde gedauert, weil mein Cousin nur am Rumblödeln und am Lachen war. So kann ich nicht arbeiten. Sorry, wegen dem konnte ich gerade nicht mehr verlachen. Weiter geht's. Diese Leitung, die zum Aktivkohlefilter nach vorne geht, hätte man nicht trennen brauchen. Mein Fehler. Asche über mein Haupt. Aber sowas kann mir ja auch mal passieren. Jetzt kann man auch gut sehen, wie stark die Bremsleitung verrostet ist. Und ohne den Tank aufzubauen, kann man die nicht vernünftig wechseln. Rostmäßig sieht sie aber top aus. Mission erfüllt, der Tank ist raus. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich immer noch nicht abonniert habt, auf den Abo-Button draufklicken. Also, bis zum nächsten Mal, eure Regina.